Wir haben heute in der Jury den Film Mary und die Blume der Hexen angeschaut. Das war eine Art Anime-Film aus Japan. Nur für heute Nacht bin ich eine Hexe. Ich kann nicht nach Hause, nicht allein. Ich habe versprochen, dass wir gemeinsam zurückkehren. Mary und die Blume der Hexen. In dem Film geht es um das kleine Mädchen Mary. Die wohnt während der Ferien bei ihrer Großtante oder Großmutter auf dem Land, während ihre Eltern noch arbeiten müssen. Und der Film beginnt in dem Moment, als sie merkt, dass ihr richtig langweilig ist. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Und da geht sie halt runter, strummert im Garten rum und kommt dann letztendlich in den Wald, wo sie solche Zauberbeeren findet, die irgendeine Hexe davor... Das war eine Blume, das waren keine Beeren. Und findet heraus, dass es die Blume der Hexen ist, die sie in die magische Welt der Hexen bringen kann. Und dort erlebt sie einige Abenteuer. Und ich muss sagen, wenn ich das als kleines Kind gesehen hätte, das hätte mich richtig fasziniert. Ja. Ich muss aber sagen, dass an manchen Stellen trotzdem ein bisschen gruselig war, vor allem als sie dann an diesem Kerker, da ist so ein Kerker in der Schule, wo dann so Tiere leben. Und das fand ich ein bisschen gruselig, als man da dieses Gebrüll von den Tieren gehört hat. Aber es ist alles ein bisschen noch Spannung. in so einem Bereich vom Grusel, was man auf jeden Fall noch aushalten kann. Na klar. Aber ich muss sagen, die Farben waren sehr schön gemacht und an der einen Stelle war das auch sehr gut gezeichnet. Also muss ich sagen... Ja, da hast du so gesagt, boah, ist das jetzt doch nicht mehr Trickfilm? So, weil du dachtest, das ist halt so echt. Das hören manche. Aber das dachten auch noch andere aus Achso, der, gut. aus der Ja, Jury. stimmt. Ja. Nicht nur ich dachte das. Rausschneiden. Ja, es war vor allem übelst umfangreich, weil ja die ganzen Figuren einen anderen Charakter hatten und damit wurde es halt noch ein bisschen spannend und auch witzig. Zum Beispiel der Gärtner, der bei der Großtante Charlotte Angestellt ist, der ist auch übelst cool, der hasst Kinder, glaube ich. Also jemand kommt so rüber. Ich glaube, der mag keinen der Leute überhaupt. Nein, aber der mag seinen Garten, also der hat auf jeden Fall einen Freund gefunden. Was ich auch echt cool fand, war die Musik. Also an manchen Stellen war das so richtig passend. So mit so Glockenspiel und so, das war total schön. Ich muss auch sagen, dass als dann das Ende war und die halt den Jungen retten wollte, das danach halt, da war so eine richtig epische Musik. Da kam gerade wirklich das dich so gefühlt wie so, Ja, wenn der Dirigent so diesen geil, Einsatz für alle gibt. Ja. Die Gespräche zwischen den einzelnen Charakteren sind manchmal etwas flach, aber Aber sehr kurz gehalten wahrscheinlich. Genau. Ich fand, was mich gestört hat, war, dass der Dialog sehr hölzern und, trocken war. Also es kam nicht wirklich viel rüber. Man könnte auch sagen, dass die Monologe der kleinen Hauptperson ziemlich genervt haben. Aber ich meine, es ist ein Kinderfilm. Ja. Kindern gefällt sowas. Die verstehen dann immer besser die Handlungen von den Leuten. Ja. ja, sehr kurz gehalten, aber dadurch sind sie halt auch für Jüngere, wir haben so 8 Jahre geschätzt, gut verständlich. Er hat uns, wie gesagt, sehr gut gefallen und deshalb haben wir ihn mit 4 von 5 Sternen oder Punkten bewertet. Weil wir denken, dass es sehr gut passt, weil es war nicht zu 100% perfekt, aber er war trotzdem richtig gut. Wir fanden auch, dass die Zeichnung sehr schön war, dass die Farben sehr schön gewählt waren, sehr leuchtende Farben und passend zu der Natur und aber auch zu den Gebäuden. Das hat alles schön zusammengepasst. Ja, sehr detailliert war das vor allem gemacht. Also man hat ja richtig gesehen, dass da viel Arbeit darin gesteckt hat. Da waren jetzt nicht nur so ein paar Grasbüschel gezeichnet, sondern es war halt wirklich Strich für Strich gemacht. Das war super. Mary und die Blume der Hexen.